We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Micha? Der ist dabei, der Kameramann. Genau, und der war richtig fleißig, weil der hat nämlich heute wirklich mit aller Kraft die kompletten Kürbisse heute ausgehöhlt. Und das Innenleben ist unten in der Küche und das wird gleich verarbeitet zu einer super Suppe. Und genau, das ist heute unser Thema. Eine ganz herbstliche Tischdekoration für jeden Anlass. Und das mit ganz viel Natur und Kürbissen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere herbstliche Tischdeko. Und da habe ich, beziehungsweise haben wir 2 Kürbisse, und zwar den Muskat. Normalerweise sieht der so aus, der ist jetzt ein bisschen größer. Den hatten wir auch ein bisschen kleiner. Micha war so fleißig und hat die wunderbar ausgehöhlt. Und das Innenleben ist unten im Topf und wird gleich zu einer super Suppe verarbeitet nach Schweizer Art. Und das ist hier der Butternut, auch wunderbar, auch ganz toll ausgehöhlt, und auch der wird heute in die Suppe gehen, aber hier heute unsere Deko. Dann haben wir hier aus dem Garten, können wir mal eben zeigen, hier haben wir einiges an Blätter, die haben jetzt gerade mal ein bisschen Wasser, die haben ein bisschen, ja, sehen ein bisschen schlapp aus, aber die werden sich erholen. Dann haben wir natürlich hier Hortensien, Rispenhortensien, und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein paar Blumen, und zwar haben wir hier einmal das Schleierkraut. Ich glaube, gezahlt habe ich pro Bund 1,49 €, 1,99 € so ein Bund Chrysanthemen, und ich finde die richtig schön herbstlich und frisch und passend heute zu unserem Thema. Aber hier unten habe ich auch noch mal so einen Bund, das ist so, ja, getrocknetes Getreide in diesen Grüntönen, und ich glaube, das passt natürlich sehr schön. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen an. Als der Kürbis dann ausgehöhlt war und der Deckel ab war, ist uns aufgefallen, dass er wirklich nicht stabil ist. Ich werde es aber so machen, wenn wir ihn auf den Tisch stellen und rein dekorieren in die Tischdeko, wird er einfach an der Seite mit Moos aufgefüllt, und dann hat er auch richtig gute Stabilität. Aber jetzt zum Verarbeiten setze ich ihn einfach hier mal eben auf das Steckmoos, damit er richtig schön fest sitzt. Und ich nehme jetzt natürlich das Steckmosi, und was schon im Wasser eingeweicht ist, und werde mir hier jetzt schon mal ein paar Stücken abschneiden. Bevor ich das jetzt aber hier reinlege, damit kein Wasser durchkommt und ihr kein Lameur auf dem Tisch habt, nehme ich ein bisschen Plastik und lege mir den Kürbis erstmal aus, so wie die anderen 3 hier vorne auch. Plastik ist drin, Müllbeutel, wie auch immer, und das Steckmosi bzw. das Mosi ist da drin, und jetzt schneide ich hier einmal das Plastik überall komplett ab. Bei dem großen Kürbis, wo wir den Deckel aufbewahrt haben, da möchten wir gerne den Deckel da drauf haben. Da das uns aber ein bisschen zu schmal ist, habe ich gedacht, schwuppdiwupp, nehmen wir einfach hier mal diese Schaschlikspieße, die haben wir noch, und werde mir die jetzt hier einfach in das Steckmoos reinstecken. Einmal 4 Stück. Und dann guckt ihr ungefähr, welche Höhe. Das ist natürlich viel zu hoch. Guckt ihr euch die Höhe raus. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel abgeschnitten. Ich denke aber, wahrscheinlich wird das so reichen. Aber wir gucken einfach mal. So, dann mache ich den Deckel jetzt wieder ab. Und ich fange an mit dem schmalen Kürbis. Und da möchte ich jetzt zuerst gerne ein paar Blätter nehmen, ganz natürlich. Und die werde ich jetzt hier unten erstmal reinstecken, ein bisschen anschneiden.
Hier unten habe ich jetzt die ganzen, guck mal, so ein bisschen rot-braun Blätter reingemacht, damit wir nochmal so richtig schöne herbstliche Farbe auch drin haben. Finde ich ganz schön. Und jetzt nehme ich das getrocknete Getreide und mache das damit rein. Und Getreide, finde ich, geht doch im Herbst immer, oder? Ich finde, mit der Höhe ist das jetzt ganz schön. Hier haben wir nachher ein bisschen die Breite. Und mit dem Getreide hier und mit diesem Kürbis können wir natürlich auf dem Tisch eine tolle Höhe nochmal bringen. Und da mache ich mir jetzt noch mal ein bisschen hier rein. Hier einfach unten Blätter reingemacht, hier oben das Getreide rein und ich finde das wirklich sehr natürlich und schön. Und ich finde, das gibt dann auch ein bisschen Ruhe und Natürlichkeit auf den Tisch, wenn nachher natürlich die ganzen Blumen, Kürbisse auch noch mit draufstehen. Und die stelle ich mir jetzt zur Seite. Ich mache jetzt den zweiten noch mal eben fertig. Und diesen hier natürlich nicht zu vergessen, den kann man sehr dekorativ mit auf den Tisch stellen. Oben in der Infobox könnt ihr noch mal gucken, da hatten wir, ich glaube genau, das war die Vase mit den Sonnenblumen und den Wasserblumen. Da haben wir kleine Kürbisse gemacht, auch ein bisschen verziert und dann mit Draht. Das ist noch mal eine tolle Sache, um irgendwie was Personalisiertes mit auf den Tisch zu stellen oder als Tischkarte. Und das passt natürlich zu so einer Tischdeko auch sehr, sehr gut. So, und ich mache jetzt den zweiten. Auch der ist fertig. Also ich muss mal gucken. Da haben sich die Blätter schon ein bisschen erholt. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt auch noch mal kommen. Sonst werde ich die auf alle Fälle noch mal austauschen. Aber ansonsten gefällt mir das mit dem Braun und Grün sehr, sehr gut. Die stelle ich jetzt erstmal zur Seite. Und jetzt geht es natürlich weiter mit den großen Kürbissen. Ich fange mit dem großen an. Ich setze mir jetzt den Deckel rauf, damit ich auch weiß, wie viel Spielraum ich habe. Und das müsste eigentlich ganz gut halten. Guck mal, die Hortensien, die sind doch auch wunderschön, oder? Ja, schöne Farbe. Ganz toll. Und ich finde, das harmoniert auch hier mit diesem grünen Ton total schön. Das kann man natürlich rausnehmen, finde ich aber sehr charmant, wenn da natürlich auch braune Blätter drin sind. Das ist eben die Natur und ich werde mir jetzt die Hortensien, erstmal sind die super zum Füllen, anschneiden und hier jetzt schon mal reinstecken. Okay, und ich würde jetzt, ich habe jetzt nicht so viele davon, und lege mir die jetzt einfach hier in 2 Gruppierungen an. Einmal 2 Blüten da vorne und tatsächlich hatten sogar noch 3 und 3 Blüten hier hinten und würde die hier gerne jetzt mit den Rispenhortensien noch ein bisschen auffüllen. Die Hortensien brauchen ja sehr viel Wasser, deswegen mache ich auch das ganze Blattwerk ab, damit sie so gut wie möglich noch halten oder länger halten. Guck mal, habe ich mich verguckt. Und tatsächlich habe ich noch 2 und ich finde, die sind natürlich von der Farbe jetzt auch total schön. Und hier haben wir noch mal so ein bisschen lila Ton, muss ich noch mal ein bisschen kürzer machen. Und noch eine andere, das heißt, ich kann tatsächlich rundherum mit diesem Ton arbeiten. Und die stecke ich jetzt hier auch noch mal mit rein. Und wunderschön auch immer die Chrysanthemen, oder? Ich finde, das harmoniert auch total schön. Jetzt dieses Schneeweiße finde ich auch total klasse. Und hier werde ich mir jetzt auch erstmal ein bisschen hier unten die Blätter abmachen. Und dann machen wir die da mit rein. Ich finde, das reicht. Oder was hast du? Du hast es auch gesagt, Micha. Ja. Genau. Also das wirklich mit den Hortensien und den Chrysanthemen ist wirklich schön. Also auch von meiner Seite. Ich hab hier noch ein bisschen mehr reingesteckt, weil hier hinten ging es ein bisschen weiter hoch. Und das ist wirklich super ausgefüllt. Das Schleierkraut lassen wir weg. Wir haben eben einmal geguckt und haben gesagt, nein, da kommen auch keine Blätter oder so mehr rein. Ich finde, der Hochkant, also der hohe
Kürbis hat die Blätter und das Getreide und hier haben wir jetzt das Blumige und ich finde, sonst wäre es wirklich zu viel für unser Empfinden. Aber jeder ist da anders. Der eine mag es gerne ganz bunt. Wir möchten es heute ganz natürlich, schon ein bisschen bunt und deswegen lassen wir das einfach so. Und ich würde sagen, den kleinen, den machen wir jetzt auch noch mal. So, und der kleinere Muskat, der wird jetzt oben richtig schön vollgesteckt. Der hat ja nun keinen Deckel. Und hier fangen wir jetzt auch wieder an. Jetzt nehmen wir mal die Rispenhortensien, finde ich auch so wunderbar. Und auch schon mit dieser kleinen oder leichten Verfärbung finde ich perfekt. Und das harmoniert natürlich jetzt auch mit dem anderen Kürbis total gut. Und das stecke ich mir jetzt erstmal hier komplett einmal oben rauf. So, und jetzt kommen wieder die Chrysanthemum und ich finde auch hier, guck mal, passt doch wirklich, gibt nochmal so ein richtig schönes Farbspiel ab. Gleich, wenn auch die Weinroten dabei sind. Und jetzt kommt nochmal das Weinrot. Und, gefällt dir das? Sieht sehr gut aus, ja. Passt genau, perfekt. Fängt an, herbstlich zu werden. Und der vierte Kürbisgesteck. Guck mal, jetzt muss ich wirklich lachen. Guck mal, wen wir da sitzen haben. Eine Schnecke. Die nehmen wir gleich mit runter. Die kommt gleich wieder in den Garten natürlich. Und macht sich aber auch niedlich hier. Aber natürlich kommt sie gleich raus. Und ich würde sagen, und jetzt fällt mir gerade auf, hier habe ich noch ein kleines Loch. Aber ansonsten ist der doch super gefüllt, oder? Der passt. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Herbstdekoration mit Kürbissen und ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch dieses Thema hier heute inspiriert hat. Ganz natürlich, ein bisschen blumig. Und wenn, dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu unserer Homepage. Da findet ihr immer noch mehr Fotos, aber auch Dekoartikel. Bald geht es los, auch zu Weihnachten. Dann haben wir auf Hof Oelkers auch, aber wir haben auch so immer noch schöne Sachen. Guckt doch gerne einfach mal rein. Also ihr Lieben, es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Mir und natürlich ganz besonders auch Micha, den Kameramann. Genau. Und wir sagen danke, ihr Lieben, fürs Gucken und tschüss, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. But we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together.